Hi, guten Morgen, hier ist Bob Hatton. Hier ist noch wieder eine Ausgabe von Mutmacher. Ich hoffe, diesen Tag wird ein guter Tag für euch sein und ich wünsche schon jetzt Gottes Segen. Gestern haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist so eine Frage, die öfter vorkommt in der Bibel. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Paulus und Barnabas und auch Petrus, sie haben berichtet, was passiert ist, als sie beiden Menschen aus den Nationen waren. Aus Menschen, die keinen jüdischen Hintergrund gehabt haben und haben erzählt, dass Gott hat sie denn angenommen. Die haben die Wirkung des Heiligen Geistes erlebt. Und als sie darüber diskutiert, was Jakobus, der scheinbar Gemeindeleiter ist in Jerusalem, der ist der Bruder von Jesus. Und er sagte, Leute, das ist das, was wir jetzt erleben, wovon wir jetzt hören, das ist das, was steht in dem Prophet Amos. Und ich lese ein wenig davon, von diesen Prophezeiungen, was Jakobus zitiert hat, in Vers 16 von Apostelgeschichte 15. Und da sagt er, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, die mein Namen angerufen ist, spricht der Herr, der dies tut. Nun muss er sagen, das ist Amos, ist einer von den sogenannten kleinen Propheten. Er sagt, dass Gott wird wiederherstellen die Hütte Davids. Und quasi Jakobus sagt, das ist die Hütte Davids, was jetzt aufgebaut wird. Was bedeutet das? Also, als Israel noch in Ägypten waren, sie haben kaum eine Ahnung von dem, was Gott ist. Mose hat sie rausgeführt und durch diese Auszug aus Ägypten, sie begannen den Gott kennenzulernen. Und Gott hat sie dann Verschiedenes angeordnet von den Festen und den Opfern und so weiter. Und sie sollten auch dann die Stiftshütte bauen, praktisch einen mobilen Tempel. Und das Herzstück von diesem Tempel, was wir nennen, Bundeslade. Und das ist da, wo Gott sagt, da will ich wohnen. Es war keine großartige Tempel, keine Gebäude. Es war eine Kiste, 1,20 Meter mal 60 mal 80. Aus Holz, Akazienholz soll das gebaut werden, aber überlegt mit Gold. Und da kam dann ein Deckel drauf und 2 Cherubimen da. Und so, ich weiß nicht, ob es nur bildlich ist, aber ob es buchstäblich ist. Gott sagte, er sitzt da drauf, zwischen die Cherubinen. In diesen Kasten, dann kamen die 10 Gebote, ein Topf Manna, auch den blühenden Stab von Aaron. Und das war praktisch die Gegenwart Gottes. Diese Bundeslade wurde getragen von den Leviten und es hat sie vor das Volk, sie hat sie geführt, letzten Endes auch in das verheißene Land und Jericho und so weiter. Es war immer da als ein Zeichen, Gott ist mitten unter uns. Das ist die Gegenwart Gottes. Aber wenn sie denn stationiert waren, wenn sie nicht am Wandern waren, dann kam diese Bundeslade in die Stiftshütte. Und zwar in den Zentrum, in den sogenannten Allerheiligsten, ein Platz, wo nur der Hohepriester hingehen konnte, und zwar nur einmal im Jahr und mit dem Blut eines Lammes an dem Versöhnungstag. Das Volk Israel ist dann eingezogen in das verheißene Land. Die haben das Land eingenommen, zum Teil nur, und sie haben sich aber sesshaft gemacht. Und die Stiftshütte wurde dann aufgebaut in einem bestimmten Platz, in Shiloh. Kommt die Zeit der Richter, dann kommt Samuel dran, aber am Anfang vom Buch Samuel wird uns berichtet, die sind bedrängt, Israel ist bedrängt von den Philister, und wenn sie erinnern sich, Gott hat Sieg gegeben, wenn sie die Bundeslade vorhin gehen lassen haben. Und sie sind gegen die Philister gezogen, angeführt von der Bundeslade. Aber das war es nicht. Die waren so von Gott abgefallen. Gott hat sie dann in die Hand der Philister gegeben. 30.000 Mann sind gestorben und die Bundeslade ist dann gestohlen. Die Philister haben es gekidnappt. Und es war dann für kurze Zeit bei den Philister, aber es ist ihnen nicht gut gegangen.
Und sie haben das zurückgeschickt nach Israel und ist irgendwo in ein Schuppen dann aufbewahrt. Und die Leute haben das vergessen, bis David kommt. Und als David dann letzten Endes König über ganz Israel war, hat sich besonnen auf diese Bundeslade, auf die Gegenwart Gottes. Und er wollte, dass Gottes Gegenwart zum Mittelpunkt seines Volkes. Er hat Jerusalem zu seiner Hauptstadt gemacht und er wollte, dass inmitten von dieser Hauptstadt Jerusalem, dass die Bundeslade, dass die Gegenwart Gottes da war. Und er hat dann ein Zelt denn, vorbereitet, eine Hütte, die Hütte Davids. Und hat angeordnet, dass man holt denn die Bundeslade zurück nach Jerusalem oder zurück zum Mittelpunkt des Volkes. Es ist eine interessante Geschichte, kann man lesen in 1. Chronik Kapitel 13, in 1. Chronik Kapitel 15. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt, aber beim zweiten Mal, das ist große Freude. Und dann vor diesem Bundeslade, da fing dann 24 Stunden am Tag, 7 Tage der Woche, eine Zeit des Gebetes und der Anbetung. Viele der Psalmen sind entstanden vor dieser Bundeslade. Und ganz Israel ist gekommen, sie konnten in der Gegenwart Gottes, aber nicht nur ganz Israel, sondern alle Menschen von den Nationen, sie konnten kommen, alle konnten kommen. Und das blieb dann eine Zeit etwa, ich denke, das war etwa 20 Jahre, bis der Tempel dann gebaut wurde und die Bundeslade kam in den Tempel. Aber dann sagt Amos, es wird die Zeit kommen und ich werde wieder aufbauen, die Hütte Davids, dass nämlich nicht nur Menschen, nicht nur der Priester in Gottes Gegenwart stehen kann, nicht nur der Höhepriester, sondern auch die Priester, nicht nur die Priester, sondern das ganze Volk. Und nicht nur das ganze Volk Israel, sondern Menschen aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Sprachen. Und Jakob sagt, das ist das, was passiert in unserer Zeit. Durch diese Sache, durch die Gemeinde Jesu. Das ist die Erfüllung, die Prophetie von Amos. Ich werde Wiederherstellung stellen. Die verfallene Hütte Davids. Meine liebe Freunde, Zuhörer und Zuschauer, wir leben in sehr bewegten Zeiten. Und ich denke, je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr bin ich überzeugt, dass wir dran arbeiten sollen im Bau der Gemeinde Jesu, was weltumspannend ist und alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen, alle Kulturen, alle Stämme überspannend ist und macht aus diese ganz Vielfalt, kunterbunte Menschheit, macht einen neuen Mann in Jesus Christus. Mit diesem Gedanke schließe ich heute Morgen und ich wünsche einen guten Tag. Gott segne euch. Bis morgen. Tschüss, euer Bob Hutton.